Hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Bautagebuch. Heute geht es einmal um die neue Umfahrt und um die Tiefgarageneinfahrt, damit Sie ein bisschen besser verstehen, warum wir so einen Riesenaufwand machen, hier den halben Innenhof auseinanderzureißen. Wir sind gerade die Straße im Atzelnest runtergelaufen mit der Kamera. Dort werden in Zukunft die Eltern ankommen, um ihre Kinder abzugeben und dann hier auf unsere Umfahrt zu fahren, unsere Drop-Off- and Pickup-Zone. Da gehen wir jetzt zusammen hin, dann zeigen wir Ihnen ein bisschen mehr, was da noch so passiert. Right, we're smack in the middle of the new drop-off and pickup zone, and what you see here is a ginormous big hole. That's where the entrance to the underground garage has been for this building, and what we're doing now is we're closing that up, and it's going to be filled with earth so that we get a nice and straight line leading through here so that cars can come in on that side where we just started, can drop off children here, and can leave the school grounds along that way into the Straße am Weidenring where they can turn right and leave the area. What we'll do next is we'll go downstairs and have a little bit of a peek in what has been going on down there so that you can see that it's actually quite a big piece of work that needs to be done to actually make that happen. So, jetzt stehe ich mitten im großen Loch. Was haben wir gemacht? Früher kam hier eine Tiefgarageneinfahrt runter mit 2 Toren. Damit jetzt die Tiefgarageneinfahrt unseres Hochschulgebäudes als Einfahrt zu diesem Gebäude oder zu dieser Tiefgarage dienen kann, mussten wir die Wand zwischen diesen beiden Tiefgaragen natürlich entfernen, mussten das Tor entfernen, mussten die Decke öffnen, sodass wir jetzt hier eine neue Einfahrt modellieren können, sodass die Tiefgarageneinfahrt der Hochschule auch gleichzeitig die Einfahrt von diesem Gebäude wird. Was passiert in den nächsten Wochen? Hier wird die Einfahrt modelliert, hier sieht man, sind schon die Betonarbeiten im vollen Gange. Dann wird die Decke natürlich wieder geschlossen. Dann können wir diesen ganzen Tiefgarageneinfahrtsbereich auffüllen, um dann obendrauf einen Belag herzustellen, sodass Autos fahren können. Right, my last task for today is to give you an update on what's happening inside. I'm standing by the middle of one of the areas where we've taken everything apart. You can hear in the background a lot of work is still going on. This is the first area we're going to start putting up walls again. I'm going to take you along on a journey in the next updates on the inside, the new foyer, which is going to come up outside, and show you some of the stuff where installation is really going in so that you can see everything is coming back together. Subscribe, follow, so that you are up to date on what is happening inside the building, and I'll see you next time. Thank you.